Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute reden wir über die nagelneue KISS MTV Unplugged. Die ist gestern bei mir angeliefert worden und es gibt zwei Versionen. Einmal eine komplett überteuerte Picture Disc Variante mit irgendeinem so kleinen Coin dazu. Die habe ich mir nicht bestellt. Und hier die normale Version mit einem Yellow Red Color in Color Vinyl. Super schöne Version, wir gucken gleich genau rein nach dem Intro. Ja, kurz, ich erzähle mal gern einen Schwank aus meinem Leben, aus meiner Jugend. MTV Unplugged KISS. Es war damals der Moment, ich habe es ja schon oft erzählt, ich hatte selber mal eine Elektroband, habe viel EBM, Elektro-Synthpop gehört. Das ging 1991 los, glaube ich, 1990, 1991 mit der Violator Tour, als ich bei Depeche Mode war. Da schwappte das bei mir so ein bisschen von Metal in ja, die Dark Wave Gothic Richtung, viel mit Synthpop, Love Like Blood, Dreadful Shadows, dann halt End One, VMB Nation, diese ganzen Bands, die so in der Gothic-Szene unterwegs waren, die ich bis heute noch liebe. Ja, KISS ist ein bisschen nach hinten getreten und war immer noch da in meiner Welt, aber nicht mehr so präsent. Dann sitze ich auf meiner damaligen Couch, was gleichzeitig mein Bett war, in meinem, ich nenne es mal Kinderzimmer, und schalte den Fernseher ein und da läuft gerade KISS MTV Unplugged. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, welches Lied da gerade lief. Ich hatte nicht das Ganze gesehen, das habe ich mir dann später in der Wiederholung angeguckt. Ich war auf jeden Fall mega geflasht, was da gerade passiert. Und dann kommt dieser Moment, wo sie Peter und Ace auf die Bühne holen. Und ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Ich hatte damals Gänsehaut, weil das einfach ein großartiger Moment war, dass das Original-Line-Up von KISS wieder zusammen eine Bühne geteilt hat mit Eric Singer und Bruce Kulick, was ja auch irgendwie so ein bisschen der Abschied von Bruce Kulick in dem Zuge war, den ich außerdem sehr schätze und mag, weil Bruce Kulick für mich ein großer Teil von KISS war und ist und leider ja dann so ein bisschen ausradiert wurde, weil was dann folgte, war ja die Reunion-Tour mit Make-up, was für mich der absolute Anstoß wieder war, dass ich bis heute jetzt wirklich ein KISS-Fanatiker bin. Und das hat das ausgelöst. MTV Unplugged hat mich wieder komplett zu KISS geführt, von 50% KISS wieder zu 180% KISS, 200% KISS. Auf jeden Fall war das für mich der Wendepunkt. Ja, dann kam die Tour 96, wir wissen es alle, großartig. Eric Singer, Bruce Kulick wurden auf die Ersatzbank gesetzt, bis dann Peter wieder gegangen ist und dann irgendwann auch Ace ausgeschieden ist. Leider dann ja, was heißt leider, Tommy Sayer fand ich auch cool, aber ja, ich weiß nicht, ob ich Bruce Kulick im Spaceman Make-up hätte sehen wollen. Ich glaube nicht, aber ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn Bruce zurückgekommen wäre, was leider nicht passiert ist. Schauen wir uns jetzt aber endlich das Ding an, nachdem ich jetzt hier viel gelabert habe. Wir schauen erstmal ganz kurz uns den Hype-Sticker an. 30 Jahre MTV Unplugged. Da sieht man schon wieder, wie lange es her ist und wie alt ich geworden bin. Yellow and Red, Color in Color Vinyl. First ever embossed gatefold jacket with expanded Photos und new Poster. Das ist das, was wir hier bekommen. Wir schauen uns das Ganze an. Was bedeutet embossed? Das alte Album besitze ich ja auch, hat einen schwarzen Rand gehabt und das Bild etwas kleiner in der Mitte. Und wir bekommen hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja, man sieht es, glaube ich, ganz gut. Das hier ist alles so, ja, leicht nach vorne gedruckt, also embossed, wie es im Englischen heißt. In Deutsch ist es immer schwer zu sagen, wie nennt man sowas? Gestanzt von innen, ja, ist so ein bisschen nach vorne stehend, fühlt sich cool an, ist auch glänzend, super schön gemacht. Und dann haben wir hier das Bild von KISS, alle zu sehen, Eric Singer, Bruce Kulick, Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss und wir bekommen ein Gatefold Cover. Wir gucken uns das Ganze aber erstmal von hinten an. Die Setlist damals war ziemlich cool, wie ich finde, ist nicht das gesamte Konzert, es gibt auch eine
Uncut-Edition mit Outtakes und all so ein Kram, wo man sieht, was halt nicht bei MTV gezeigt wurde. Gab es damals so eine Bootleg-DVD in nicht ganz so guter Qualität, aber trotzdem mega cool. Da hat man gesehen, dass Gene bei Domino irgendwie mehrere Einsätze brauchte, um das Lied richtig durchzuspielen und den Anfang irgendwie zu schaffen. Total lustig. Da haben sie dann noch eine Country-Version von einem Song gespielt. Viel Quatsch gemacht, war ein absolut geiles Ding. Ja, hier haben wir die Fotos. Er startet mit Coming Home, war damals irgendwie richtig geil, finde ich, der Start mit den Akustikgitarren. Sehr nice. Domino halt, habe ich schon erwähnt, mit drin. Ja, See You Tonight, Songs, die sonst nie so performt haben, sind hier mit bei gewesen. A World Without Heroes, natürlich auch Kult vom The Elder Album. Und dann haben wir hier die Fotos. Da sehen wir halt ein paar, ja, unterschiedliche Fotos. Einmal vom Rehearsal, dann halt hier von dem Konzert. Ich beneide alle, die da damals bei gewesen sind. Absolut genial. Und dann haben wir hier die Scheibe, kommt in einer Anti-Statik-Hülle. Und wir ziehen das Ganze mal raus. Und dann haben wir da dieses Rot in Yellow Vinyl, was finde ich echt nett aussieht, muss man wirklich sagen. Die Picture Disc sieht auch wirklich gut aus, aber die Picture Disc soll 219 € kosten. Da ist wirklich nur so ein kleiner Coin mit bei und ist, finde ich, völlig überteuert. Da fragt man sich wieder, jetzt ist ja Live in Anaheim, wird ja jetzt offiziell von KISS veröffentlicht. Destroys Anaheim, gibt es ja massenhaft Bootlegs von. Und da ist auch ein Coin mit bei und die kostet witzigerweise als Picture-Variante nur 99 €. Und warum zahlt man hier 219 für? Ich verstehe die Preisgestaltung nicht bei diesem KISS Online-Shop, der ja von Universal da so ein bisschen geleitet wird und denen, die es auch, wer auch immer da die Rechte damals gekauft hat, ich komme immer nicht auf den Namen. Ist mir auch eigentlich so ein bisschen egal. Ich finde es nur schade, wie es ausgebeutet wird, dass man wahllos Preise gestaltet, die keinen Sinn machen, nicht nachvollziehbar sind. Warum es so ist. Es ist wirklich, ja, komplett absurd. Kommen wir zur zweiten Scheibe. Auch die hat einen kleineren roten Fleck drin, sieht aber trotz alledem gut aus. Finde ich wirklich schick, das Ding. Hier mit diesem etwas Verlaufen da. Das ist schon echt nett gemacht. Tolles Vinyl. Kann man nicht meckern. Klingt soweit auch gut. Ich habe schon mal reingehört. Ich hatte gestern mal so die erste Scheibe mir angehört. Ist auch völlig okay. Und dann haben wir hier das Poster. Und da gibt es leider einen kleinen Abzug in der B-Note. Wir bekommen hier einen Live-Shot und da ist jetzt wieder Fokus gelegt worden. Leider nur auf Gene, Peter, Paul und Ace. Was ich sehr schade finde, weil auch hier hätte ich mir gewünscht, dass man die gesamte Band, die da gespielt hat, auf der Bühne als Poster abgedruckt hätte. Hätte mir besser gefallen. Ja, weil ich es einfach magisch fand, dass Bruce, Ace, Eric und Peter Criss, die beide an den Drums da gespielt haben gleichzeitig. Ich fand es einfach großartig. Das war echt für mich ein magischer Moment in diesen im Fernsehen. Ich war dann froh, als ich die Wiederholung sehen konnte, das ganze Konzert und das aufzeichnen konnte und mir immer wieder angucken. Und ich war wirklich so gehypt. Es war so krass, als die Tourdaten rauskamen, dass sie in Berlin spielen mit Make-up und all das passierte. Für mich immer wieder geile Erinnerungen. Ich liebe diese Zeit damals einfach. Es war einfach so cool und dazu gehört das hier als für mich einer der wichtigsten Momente der KISS-Story. Ist wirklich KISS MTV Unplugged, weil es hat mich von meiner KISS-Abstinenz wieder komplett zu KISS hingeführt, zu eigentlich einem größeren Fan gemacht hat, wie ich es damals war. Ich war früher schon KISS-Fan, aber ab da sind wirklich alle Dämme gebrochen und ich war ja komplett infiziert. Und das Ganze ist dann nochmal gesteigert worden, nachdem ich KISS dann zur Alive 35 Tour Alive 35 oder Sonic Boom? Weiß ich nicht, ich glaube Sonic Boom war ich das zweite Mal. Also auf jeden Fall, als ich das erste Mal beim Meet and Greet war, ich glaube, es war Alive 35. Und da ja, die Band treffen konnte und nochmal mehr Bindung letztendlich zu der Band bekommen habe. Es war einfach
cool und ja, hat zu dem geführt, was ich heute bin, dass ich KISS auf meinen Arm tätowiert habe und den Keller voller Vinyl, Merchandise und was ich nicht alles besitze und irgendwelche Gitarren an den Wänden hängen, weil das war damals in der damaligen Zeit noch nicht so krass. Da hingen nur ein paar Poster und Flaggen an der Wand, also oder an der Decke sogar. So, ich habe viel geredet. Ich hoffe, das Vinyl hat euch gefallen. Ich habe noch mehr, was ich euch zeigen kann. Es kommt demnächst noch mehr, was ich euch wieder zeigen kann. Ich hoffe, die offizielle Destroys Anaheim kommt bald. Ich habe alle Versionen bestellt, weil sie halt, finde ich, erschwinglich waren. Auch wenn 100 € für eine Doppel-LP mit einem Coin immer noch übertrieben ist. Aber immerhin erschwinglicher als 219 €. Und ja, ich bin immer noch zwiegespalten. Es gibt die Picture Disc von der Version immer noch. Ob ich sie mir doch vielleicht hole oder nicht, ich weiß es noch nicht. Es kann passieren, dass ich es noch mache. Momentan bin ich eher dagegen. Ich hoffe mal so ein bisschen, dass sie dann plötzlich ausverkauft ist, weil das nimmt mir dann manchmal die Entscheidung ab. Weil solange sie da ist, bin ich immer noch so, oh, holst du sie. Und wenn sie dann ausverkauft ist, ist der Schmerz nicht so groß. Dann sage ich mir einfach, okay, sie ist weg, brauchst du nicht. Aber wir schauen. Vielleicht zeige ich sie euch doch noch irgendwann auf meinem Kanal, vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch erstmal ein schönes Wochenende. Und ja, wie immer kann ich nur darum bitten, auch wenn es vielleicht nervt, lasst einen Daumen, einen Kommentar, ein Abo da. Es hilft meinem Kanal sehr. Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, dass die Resonanz stark abnimmt und nicht mehr jeder Bock hat, einen Daumen zu geben oder mal was zu kommentieren. Es hilft aber einfach dem Kanal und ja, deswegen kann ich immer nur bitten, lasst einen Daumen da. Es ist ein verdammter Klick da drauf, auf diesen kleinen Daumen. Es bringt einfach dem Algorithmus viel, wenn das Video ja, gemocht wird, geliked wird. Also ihr müsst es nicht mal mögen, aber liked es. Okay, damit bin ich raus. Keep on rockin'. Tschüss.